Okay. Neue E-Mails. Ich ziehe mal die Rüstung wieder aus, weil es mir einen Persuasion-Malus gibt. Weil ich hab eh keine Persuasion, kann ich so anlassen. Gut, dann speicher kurz. Und gehe mal wieder hoch zu ihm und hoffe, er schickt mich nicht wieder irgendwo in irgendeine komische Mindfuck-Höhle. Oder was? Sondern bringt mir jetzt was bei. What did you do to me? Only what you wanted. Consider that first lesson free of charge. Okay, ich will noch mehr lernen. Oder soll ich erstmal? Ich handle erstmal. Was hat er denn so? Er hat einen Hexer. Gut, also den werde ich nachher auch brauchen. Oh, ich bin noch voll überfordert mit den ganzen Items irgendwie. Gut, beschäftige ich mich auch später mit. I want to learn more Psy abilities. I can teach you how to short-circuit the brain of others, instill fear in them, or break their minds. Okay, requires thought control beides. Und ich habe erst 15. Das heißt, gut, ein Level up brauche ich vorher. Das ist schon mal schlecht. Ja genau, ich habe 15. Ich hoffe mal, die anderen Leute können mir auch sowas beibringen. Weniger Vorkenntnis. Weil ich sonst echt Angst vor der ersten Mission habe. Wenn der Käfer jetzt schon so schwer war. Okay, da kann ich auch noch nicht rein. Gut, ich schau mal kurz, ob der Doc mich heilen kann. Could you take a look at my injuries? Oh yeah. Of course, that's why I'm here. We'll have you fixed in no time. Gut. Perfekt. 67 Health, 100 Psy. Okay. So, dann mal zu Agronomy and Pens. Hier müsste jetzt auch der zweite Psy-Lehrer sein, in den ich jetzt all meine Hoffnung stecke. Dass er mir auch mit 15 Skill was beibringen kann. Wintern ist... Das Fass darf ich? Okay. Nichts drin sonst. Hello Quinton. You come up to a rangy man with long hair who is cutting open the head of a large monstrous creature. Formerly an untamable beast, it is now but a stiff volunteer to post-mortem dissection, to science. And soon enough the man makes the final incision, after which he pushes his hand through to extract a single long sharp spine. Greenish sticky fluid dribbles out of the opening and all over the floor as the man wipes the spine clean before laying it aside. And that is the moment in which he notices you. Careful, you don't want to get in contact with its toxin. He returns to cutting through the creature as he talks to you. My name is Quinton. Don't bother introducing yourself. I know who you are are Thlyli and you just got admitted to the station. I'd shake your hand, but you can see why that wouldn't be a good idea. What kind of creature is that? It is a burrower. It's one nasty creature that digs around, laying eggs all over the place. They are more numerous deeper underground, but you can still find a few roaming the lower underrail and the surrounding caves. If you meet one, be careful. It will spit thick, hard spines at you that are coated with poison. What are you doing exactly?
I am collecting its poison glands. We can use those to produce other chemicals or to coat crossbow bolts. What's in that room over there? We are growing mushrooms of different kinds there. Of course, most notably the mind shrooms. They are one of the most potent and certainly one of the safest psionic catalysts. The largely popular psi boosters are made from mind shrooms, in case you didn't know. I'm told you can teach psionics. Yeah, that's correct. Are you interested in learning, perhaps? Yes, will you teach me? I heard you scored highly on Tanner's test, so yes, I will teach you what I can. If you perform one little task for me. Which task is that? You see, I was conducting some experiments on rat hounds a while back. Was quite close to a breakthrough as well, but until a little accident happened. Rat forced me to get rid of the creatures. Now I cannot finish the experiments. Not here anyway. What happened? Well, I never really had an appropriate place to keep the rat hounds, so I drilled breathing holes into a couple of those large crates and kept them here. It turned out I underestimated them, and after a while they chewed their way out of their predicament. What kind of experiments were you conducting? I was working on developing a substance that would transform the muscle and other types of tissue into a potent fertilizer for mind shrooms. What do you need me to do? I have prepared the final version of the concoction and filled a set of crossbow bolts with it. I need you to go out there into the caves and chew the rat hound with it. And then, once it's dead, collect a tissue sample from around the wound. If you don't have a crossbow, you can borrow mine. It's in that locker over there in the corner. It's not like I get to use it much these days anyway. And if I do this, you'll teach me for free? I'll teach you one psi ability for free. You'll have to pay for the rest. Gut, ich kann jetzt verhandeln. Ich probiere es, wobei ich den Skill nicht habe. Not a chance, ja. Okay. I'll take it. Excellent. Here are the bolts and good hunting. Okay. Das ist schlecht. Okay, ich kann immerhin das nehmen. Egal. Ist dasselbe, oder? Ja. Und Putrefying Bolt. Das ist jetzt echt doof, weil jetzt muss ich dann doch mit meinem Crossbow da rausgehen. Und die ersten Gegner töten. Wahrscheinlich. Ja gut. So ist es halt. Abdrücken. Dirty Rag. Ah, ich nehme, was ich kriegen kann. Hallo Martha. Hallo Logan. Welcome. Okay. Okay, ein Lager. Zum Lager darf ich nicht alles klauen. Das ist schön. Ein Feuerzeug. Take all. Grabs. Dog crate. Throwing net. Ach cool, hier gibt's schon, also hier zum Beispiel ein Wurfnetz. Kann ich im Combat benutzen, also man scheint schon viele Möglichkeiten zu haben. Da bin echt gespannt, wie sich das dann, wenn man mal weiter ist, wie sich das dann spielt. Okay, Hoppers. Big Brad. You must be Thlyli. They call me Big Brad. So you've passed all the tests, I see. Couldn't have been easy. Those were just getting harder and harder in recent years.
Naja, also das Tutorial war jetzt eigentlich nicht so der harte Test. Also, was sag ich? It was a breeze. Ja, das klingt so arrogant. Na hier, they could have at least give me a day off. I've been running their test for weeks. Well, I reckon they usually would. Things have been rough this month though, and we need all capable hands to pull their weight. What exactly are you talking about? Well, you know, the network problems, the tunnelers and all that stuff, and now this freaking earthquake. Just go watch the news feeds in the comments, you'll see what I mean. So anyway, what can I do for you? What is this place? This is the agronomy sector, where we grow and harvest all kinds of plants. But we also breed animals for food. In short, our job is to provide food to the station in any way possible. Do we have anything to trade? Let's combat gloves. Okay. Passt erstmal. Hier könnte ich aufmachen. Kann ich mit euch reden? Snort. Okay. Okay. Bin ich hier auch durch? Gut, dann ist hier hinter Cave Tunnel Exit and Docks. Ich gehe nochmal zur Plattform, weil da war der dritte Psy-Trainer, glaube ich. So. SC. Central. Ah. Aber das sind normalerweise ja immer die. Wurde das Psy ja angezeigt. Nicht hier rüber. Na, hier kann ich noch rein. Okay, also ich spreche die mal kurz an nochmal da unten. Vielleicht war da ja doch was. Bin die Directions? Okay, nee, sagt mir nix. Okay. Kurz speichern. Oh je. Yeah. Das sieht schon ein bisschen gefährlich aus hier. Also mit Rechtsklick kann ich direkt was nehmen, okay. Zu wissen. Okay, ist niemand hier. Was ist denn das? Burst. Tag. Hatte ich nicht noch eine Sprint-Eigenschaft? Ich hab doch das Feed gewählt. You can activate the Sprint ability which grants you only effective out of stealth. Aber wahrscheinlich nur im... Hier taucht auch nichts auf. Tags. Sei. Ah doch, hier ist Sprint, okay. Was does not work in stealth. Okay, and here's neural overload. Short circuits the central nervous system or living target, dealing damage is increased by 10% for every target points of intelligence above 5. This damage cannot be shielded and by... Okay, also ich hab Psy. Gut, dass ich den Button gefunden habe. Das macht hoffentlich den Kämpfe doch schon mal etwas einfacher.
am Anfang. Ah. Soll ich jetzt hier mal rausgehen? Ja, komm. Schau es mir mal an. Also wahrscheinlich gibt es unten die Cave. Das Cave Exit. Ah, hier. Oh, okay. Lower Underrail. Southgate Station. Das scheint mir jetzt schon quasi der Dungeon zu sein. Ach, hier wurde ich hin teleportiert. Ah, Custom Notes, gut. Hey, gefällt mir. Beibeat. Unknown. You're not sure where you are. Ja, okay, steht da immer so, dass hier zum Beispiel ein Doktor ist. Okay. Wie war das nochmal in der Quest-Beschreibung? Also ich glaube, dieser Red Hound war in den Caves. Und das andere war auch in den Caves. Also eigentlich sollte ich erstmal... Dann halte ich mich hier oben erstmal nicht auf. Ich vermute mal, die Höhlen sind einfacher. Das sind wahrscheinlich nur so kleine Tiere und sowas. Während dann oben in der Station könnte es ja auch irgendwie Banditen geben oder so, die dann schon Waffen haben. Könnte aber natürlich auch in den Caves irgendwelche Riesenviecher geben. Also eigentlich kann ich es nicht sagen. Aber ich folge jetzt einfach mal den Quest, die ich habe. Das ist ja der einzige Anhaltspunkt. Also auf nach unten. Ein Sentry-Bot. Welcome. The man greets you with a warm smile. Ah, good to finally meet you. I'm Malcolm. How can I help you? I need to get out into the caves. You didn't get your access card yet, right? Yeah. Should be around here somewhere. He starts looking through the drawers. There it is. He produces a red access card and passes it to you. Now listen here. This is the procedure. When you want to leave, you let me know and I'll open the inner gate. You then step into the transition room, then I close the inner gate and open the outer gate and off you go. Alright now, when you want to get back in, use the card I gave you on the console outside. Stand in front of the camera so I can confirm it's you, then I'll open the other gate. Earlier we used to do bioscanning every time someone passed, but since no one ever showed up positive, it became a nuisance. What if I do contract the disease? Then be kind enough to inform me so I can activate the turrets. They'll shred you to pieces. We'll burn the remains and everything's good. Okay, also wenn ich infiziert zurückkomme, werde ich abgeschossen. Schön. He chuckles. Just kidding, or am I? Okay, was ich jetzt vergessen habe, ist die Lockpicks und so noch zu kaufen. Jetzt hat sich schon wieder mein Spiel minimiert, also irgendwas passt da noch nicht ganz so. Ich hoffe, jetzt geht alles wieder. Was passiert manchmal, wenn ich klicke, dass ich aus dem Spiel rausgehe? Keine Ahnung warum.